was ist los, was ist das? Ja, 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 was ist los, was ist das? Das ist doch mal geil, oder? Viva la Mexico! Das beste Essen der Welt, wunderschöne Natur mit atemberaubenden Stränden, verlassene Ruinen und das Ganze locker mit leckeren Cocktails. 3 Wochen lang reisen wir durch die Halbinsel Yucatan. Von Cancun bis Palenque. Alles nehmen wir mit. Ich bin Mike, Reiseliebhaber, Food-Connoisseur und Geschichtsfreak. Und in diesem 3-teiligen Vlog erzähle ich euch alles, was ihr wissen müsst, um ins mexikanische Paradies abzutauchen. Let's go! Willkommen in Mexiko. Ich bin hier an den Playa del Fines in Cancun und die nächsten Tage, in unserem ersten Teil der Videoserie, werden wir durch die Quintana Roo reisen. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Also Cancun, Tulum und dann runter Bacalar, schön an der Küste entlang. Das wird mega geil. Aber zuerst zeige ich euch erstmal mein Hotel, denn das ist richtig schnieke. Das Airbnb hat mich richtig umgehauen, es ist super süß. Es ist in so einer Nebenstraße gelegen, deswegen ist es auch nicht laut hier, das ist ziemlich gut. Und es ist auch zentral gelegen. Was cool ist, von außen sieht es halt aus wie so eine Mini-Villa mit so einer kahlen Wand. Und wenn du dann reinkommst, dann siehst du diesen wunderschönen Baum, ich weiß nicht, ob es sogar ein Limonenbaum ist oder sowas. Und dann noch eine Hängematte dazu und es ist einfach so gemütlich. Dann gibt es diesen kleinen Aufenthaltsraum mit einer Gitarre und Co. Ich spiele jetzt keine Gitarre, kann ich nämlich eh nicht. Aufgeteilt ist das Ganze auf 2 Etagen mit jede Menge Zimmer. Unser Zimmer ist natürlich richtig edel, finde ich zumindest. Aber auch wenn man mit mehreren Leuten also hier hinkommt, kann man sich verschiedene Zimmer aufteilen und kann sich das richtig gemütlich machen. Das Einzige, was hier noch fehlt, wäre ein Pool, aber ansonsten eigentlich ziemlich perfekt. Von hier ist es auch nicht weit zu den Bars und Restaurants in Downtown Cancun. Aber bevor wir uns die genauer anschauen, geht es an den traumhaft schönen Strand. Der Strand, den wir uns ausgesucht haben, also Playa del Fines, der sehr bekannt dafür ist, dass er wunderschön und auch relativ leer ist und nicht so viele Hotels drumherum sind, dass man hier auch wirklich hingehen kann, weil die meisten Hotels haben hier ihre Privatstände. Der ist natürlich weiter weg, aber gar nicht so weit weg. Wenn man den Bus nimmt, das ist ein Direktline, also die Green Line, Blue Line, Yellow Line, ich glaube alle fahren hier hin. Der Bus kostet zwischen 8 und 12 Pesos, also man gibt eigentlich so viel Geld, wie man möchte gefühlt. Und dann fährt man. Also am besten nicht zu viel Geld hinlegen, weil Wechselgeld werdet ihr wahrscheinlich nicht bekommen. Die Busfahrt an sich ist mega geil. Es ist super weird in dem Bus, weil alles ist super schnell. Der Bus kommt zwar unpünktlich wie sonst was, aber es geht rein und raus. Also man springt in den Bus rein und er fährt direkt weiter. Und auch das Anhalten, das ist gar nicht so leicht. Das Coole in unserem Bus war auch, dass da noch so ein Typ war mit einer Gitarre und gespielt hat. Also das perfekte mexikanische Feeling. Der Strand ist mega schön, also es ist so ein richtig weißer Strand und der ist auch sehr dick, das heißt, der klebt nicht so krass an den Füßen, was ich sehr gut finde. Und dazu dieses himmlisch-blaue Meer. Ne? Und es ist auch noch so warm, also wenn du bei uns in die Nordsee gehst oder in die Ostsee gehst, dann frierst du ja alles ab. Hier gehst du rein und es ist sofort warm und denkst einfach, hier waren 100 Kinder, die da reingepinkelt haben. Never mind. Mein absolutes Highlight war gar nicht unbedingt der Strand, sondern diese Eidechse, die einfach mitten am Straßenrand stand und chillt. Und davon soll es wieder einige geben. Finde ich mega cool. Wie gesagt, dieser Strand ist in der Zona Hotelaria. Das ist so ein aufgehäufter Sandstrand, also fast schon so eine kleine Landzunge, die direkt vor Cancun liegt. Also gehört gar nicht wirklich zum Cancun und zu dem Stadtzentrum. Denn was man gar nicht weiß, ist, dass Cancun eigentlich gar nicht so schlecht ist. Also es ist halt eine kleine Stadt. Es gibt aber leckere Tacos und Co. Und bei dieser Zona Hotelaria ist es halt so, ganz am Anfang sieht es aus wie Malle und später kommen dann diese Edelhotels. Ist halt einfach was für so ein 5-Sterne-Hotel, Urlaub, aber nichts, wenn du so einfach was erleben willst. Ich werde jetzt aber noch ein bisschen den Strand genießen und dann geht es auch, glaube ich, schon weiter, weil ich habe richtig schon wieder Hunger, oder? Ja, und nach dem Strand ist natürlich vor dem Margarita, deswegen sind wir abends auch nochmal Cancun unsicher machen gegangen. Wir sind in die Innenstadt gegangen, also Downtown, und nicht weit von uns ist der Parque de las Palapas. Sehr viele Ps drin. Aber es ist super interessant, weil hier gehen vor allem die Mexikaner selbst hin. Hier sind auch sehr viele so Karussells und sowas. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Kirmes. Und hier kann man sehr viel essen und man sieht vor allem die Mexikaner selbst essen. Also muss es sehr gut sein und vor allen Dingen auch billig.
Wir sind aber weitergegangen, das ist eine Barstraße dann und dann Richtung zur Hauptstraße. Und dann sind wir essen gegangen. Ich hatte leckere Tacos, Al Pastor, das ist dann wie an so einem Spieß, wie bei Shawarma oder Döner, wird das halt abgeschnitten, noch ein bisschen Ananas dazu. Ich hatte die Version mit Con Queso, dazu einen wunderbar leckeren Margarita, um den Tag abzurunden. Und ich glaube, jetzt hole ich mir noch einen Margarita. Morgen geht es nämlich wieder ab, denn dann haben wir ein Auto. Deswegen sauge ich mir jetzt ordentlich einen rein, damit ich morgen in Ruhe fahren kann. Ciao. Alright Leute, Tag Nummer 2. Wir haben das Auto abgeholt bei American Car Rental. Gebucht haben wir das Ganze über Booking.com, deswegen mussten wir jetzt nicht wirklich was hier bezahlen. Der Pluspunkt auf jeden Fall, sie haben uns nicht versucht, noch irgendwelche Versicherungen aufzudrücken, die dann irgendwie 200, 300 Euro kosten. Riesenvorteil, weil das machen die gerne. Der Nachteil, das Auto ist eine Nummer kleiner, als wir gedacht haben. Das ist ein Chevrolet Beat. Unsere Koffer passen gerade mal so rein. Und das Auto an sich ist jetzt auch nicht gerade, naja, die Gangschaltung funktioniert irgendwie. Das Auto klingt ein bisschen komisch, aber ich glaube, wir schaffen es irgendwie rum. Jetzt geht's weiter nach Tulum. Und falls ihr jetzt denkt, Partys, Nachtleben, Strand, warum gehst du von Cancun nach Tulum? Ist doch fast das Gleiche. Da liegt ihr komplett falsch. Mit seinen 33.000 Einwohnern ist Tulum zwar deutlich kleiner als Cancun, aber gerade im Bereich Entspannung, Natur und auch Restaurantkultur hat Tulum Alleinstellungsmerkmal im Süden Yucatans. Als Mekka für Backpacker angepriesen, begeistert Tulums einmalige Hauptstraße gesäumt mit Bars und Restaurants. Dazu kommen ein himmlischer Strand, glasklare Zenoten, Naturschutzgebiete und atemberaubende Ruinen. Aber erstmal was zu unserer Unterkunft. Das Hotel ist mega geil. Es sieht aus, als wäre es mitten im Urwald, obwohl es mitten an der Hauptstraße fast schon ist. Man hört aber die Straße nicht, man hört keine anderen Hotels, nicht diese ganzen Partyhotels, wo diese Malle-Fans hingehen. Sehr gemütlich. Ich habe hier sogar einen Bananenbaum entdeckt. Es gibt einen Pool und der Manager hier ist ein Hund. Und es gibt noch einen Babyhund. Ich weiß nicht, ob ich noch viel mehr sagen muss, weil es gibt auch noch eine Bar. Auch wenn die hauseigene Bar definitiv nicht zu verachten ist, war es doch Tulums Nachtleben, das wir an Tag 1 entdecken wollten. Gerade bei Nacht entfaltet sich Tulums vollständiger Charme. Menschenschwärme, die nach Drinks suchen, kleine Läden und vor allem kleine, gemütliche Taco-Stände, die das beste Mexiko-Feeling bringen. Einfach lecker. Aber auch die Bars sind himmlisch, zum Beispiel Batey, da sind wir hingegangen, super cool. Die ganzen Cocktails kosten also etwa zwischen 4 und 5 Euro. Auf jeden Fall also mehr als machbar. Und sonst gibt es auch noch viel Live-Musik, das lohnt sich also auf jeden Fall mal vorbeizugehen. Genug von den Bars, mehr von den Restaurants, oder? Denn mein Highlight war Burrito Amor. Saftiges Gemüse, eine Würze, die ich in der Heimat so noch nicht erlebt habe und auch dieser durchdringende Limettengeschmack, der sich durch den Burrito zieht und das Fleisch noch saftiger macht. Perfekt. Dazu noch eine ordentliche Guacamole. Die gibt es übrigens aber besser, zum Beispiel bei La Coquette, gepaart mit ordentlichen Tacos. Und auch am Strand habe ich richtig geile Guacamole gefunden, aber dazu mehr, wenn wir uns den Strand anschauen. Wer abends rausgeht, muss natürlich auch früh aufstehen können. Das ist nämlich das Beste, wenn man zu den Cenoten gehen will, weil die sind natürlich massiv überfüllt, auch wenn es hier einige gibt. Also beim Rumfahren habe ich, glaube ich, irgendwie schon 10 Cenoten oder sowas gesehen. Ist gar nicht so leicht, hier hinzukommen. Ich empfehle nicht mit Fahrrad hinzufahren, weil das sind irgendwie 20 Kilometer außerhalb von Tulum. Und dann muss man noch mal von der Info 3 Kilometer bis hier hinfahren, quer durch den Urwald gefühlt und auch alles so eine Huckelpiste. Der Vorteil hier dann aber, der beschwerliche Weg schreckt viele Touristen zurück. Dos Ojos gehört zu den weniger überlaufenden Cenoten rund um Tulum. Vielleicht aber auch, weil es echt sehr teuer ist. Das kostet dann schon 300 bis 350 pro Person. Dann kann man sich noch eine Tauchmaske holen. Eine Lizenz muss man sich holen für 300, wenn man eine Kamera benutzen will. Am Ende sind die 2 Cenoten dennoch sehenswert. Das glasklare warme Wasser, sowas bekommt man nur in Yucatan. Dos Ojos ist aber vor allem für Taucher ein Paradies, denn immerhin kann man durch viele dunkle Gänge schwimmen und die Unterwasserwelt bewundern. Das geht aber auch, wenn man fix die Schwimmweste anzieht, die Taucherbrille aufsetzt, den Schnorchel zurechtrückt und sich ein bisschen treiben lässt. Im Nachhinein ist Dos Ojos definitiv sehenswert und ein Erlebnis. Dennoch lässt es sich nicht mit den Cenoten rund um Valladolid vergleichen. Die sind erstens billiger, aber darüber reden wir bei einem anderen Mal, im 3. Teil. Bleibt also dran. Für uns geht es jetzt aber weiter zum nächsten Highlight in Tulum, der legendäre Strand.
Das ist der schönste Strand, an dem ich jemals war hier in Tulum. Wir sind hier am Playa Paraíso. Hier kann man umsonst rein, das ist alles schon mal super. Aber dieser weiße Sandstrand und dazu dieses klare Meer und man kann so weit rausgehen und ist immer noch knietief drin. So was Schönes habe ich noch nicht gesehen. Und dann gibt es überall diese Strandbars. Wir sind in dieser Cinco Bar. Da holen wir uns erstmal Cocktails, weil mittags gibt es immer 2 Cocktails zum Preis von einem. Gutes Angebot. Dazu noch ein bisschen Guacamole. Und diese Guacamole war die beste meines Lebens. So frische Avocados gemixt mit Tomaten, Limettensaft, Zwiebeln. Oh, das war einfach der richtige Snack für den Strandtag. Und um ehrlich zu sein, hätte ich sehr viele Strandtage so verbringen können. Der Weg hierhin ist übrigens der einzige wirkliche Nachteil, denn man radelt hier von Downtown schon so 20 Minuten hin, mit Auto sind es aber immer noch 10. Er ist aber definitiv der atemberaubendste Anblick, den die Region zu bieten hat. Ach, und wenn ich schon so weit außerhalb bin, wird es auch Zeit, die ersten Ruinen anzuschauen, denn die sind hier am Strand. Und was wäre so ein Trip in Yucatan ohne Maya-Kultur, oder? Die in Tulum sind schon recht interessant. Die Stadt war in ihrer Hochphase, war sie um 1200, aber der Explorer, würde ich jetzt mal sagen, Juan Diaz, der im 16. Jahrhundert hier ankam, also kurz nachdem Amerika entdeckt wurde, hat gesagt, die Stadt hatte Ausmaße von Sevilla. Sevilla war ja damals schon eine relativ große Stadt, deswegen ist das schon impressive. Hier sind natürlich fast nur noch Ruinen übrig, die sind aber wunderschön. Hier gibt es verschiedene Tempel des Windgottes und des absteigenden Gottes. Echt interessant. Wer Geschichte mag, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Der Weg hierhin war ein bisschen komisch. Das ist so ein Touristenort davor, da kann man Fotos machen mit Affen, Schlangen, davon habe ich jetzt natürlich nichts gefilmt, bin ich nicht so Fan von. Aber ansonsten kann man auch Teppiche kaufen und mein Highlight waren so Typen, die in so Maya-Outfits umhergeflogen sind. Ich kann das gar nicht beschreiben, die lagen an so einem Seil hangen sie wie auf der Kirmes, nur Kopf über und haben Flöten sind umhergeschaukelt worden. Mega cool. Dazu kann man sagen, dass der Preis bei 80 Pesos echt nicht teuer ist. Für die Kamera musste ich diesmal auch nicht zahlen, obwohl eigentlich 45 dafür angeschlagen waren. Also da schon mal ein bisschen Plus wieder gemacht. Die Fläche ist einfach riesig, also man kann hier so viel sehen. Und obwohl hier relativ viele Touristen sind, deswegen meine Empfehlung, relativ früh am Morgen kommen, wenn es geht. Ist es trotzdem sehr weitläufig, man hat sehr viele Zonen, wo nicht so viele Touristen sind. Was aber noch mitten am Tag hart ist, ist die Hitze, weil hier ist nicht sehr viel Schatten. Hier sind zwar so ein paar Urwaldgebiete, was ziemlich cool ist, also es sieht aus wie mitten im Regenwald, aber ansonsten ist hier sehr viel weite Fläche, wo einfach nur die Sonne drauf knallt. Das Besondere übrigens an diesen Ruinen ist, dass sie direkt am Meer liegen, also Palenque oder Chichén Itzá, wenn ich das richtig ausspreche, das sind so richtige Urwaldtempel, Urwaldstädte mittlerweile, also die lagen früher im Urwald und wurden dann vom Urwald wieder komplett übernommen. Aber hier, dieses in Tulum, liegt direkt am Meer und man kann das so richtig schön sehen, das ist ein richtig geiler Ausblick. Jetzt geht's weiter nach Bacalar. Unser letzter Stopp in Part 1 des Vlogs ist also Bacalar, bekannt vor allem für seine unglaubliche Lage an der Lagune de los Siete Colores, benannt nach den 7 Farbtönen, die das glasklare Wasser von oben widerspiegeln. Bacalar ist der perfekte Ort, um dem touristischen Toben von Cancun und Tulum zu entfliehen. Bootstouren, Kajaking oder im seichten Wasser schwimmen, ein Paradies im Süden der Halbinsel. Aber auch historisch bietet der malerische Ort einiges. Räuber, die die Stadt angriffen, sich durch den engen Piratenkanal mit ihren Schiffen zwängten und das Fuerte de San Felipe de Bacalar, gebaut im 18. Jahrhundert zur Verteidigung vor den Piraten. Hier gibt es also viel zu sehen. Aber erstmal ab ins Hotel. Wir sind hier im Hotel Sur Bacalar und das könnte gar nicht besser gelegen sein. Die Lagune ist 100 Meter von hier entfernt, man kann sie fast sehen von hier. Dazu gibt es noch die Cenote Azul, die ist auch nur 4 Kilometer entfernt, also alles relativ nah. Und das Castillo, so ein altes spanisches Schloss, ist 200 Meter entfernt. Der Ortskern auch. Lage könnte also nicht besser sein. Dazu haben wir einen richtig schönen kleinen Pool, der richtig gemütlich ist. Das ganze Ambiente ist wunderschön, das Zimmer relativ groß, super sauber. Wir haben 2 Betten, eine schöne Dusche und der Eingang ist auch richtig romantisch, weil es ist einfach so viele Pflanzen, als würde man durch den Urwald laufen. Mega schön. Wir haben sogar Prozente im Restaurant nebenan. Das ist aber eine Pizzeria. Wir wollen ja lieber mexikanisch essen, deswegen gucken wir da mal nicht hin, sondern in die Innenstadt gucken wir jetzt. Die Innenstadt ist echt schön. Anders als in Tulum ist hier viel weniger los und das macht es viel gemütlicher. Man sieht viel mehr Einheimische, das Essen ist auch ganz anders hier, viel billiger, es ist gar nicht so touristisch. Wir sind zum Beispiel mittags bei Mi Burrito gewesen. Die hatten wunderbar leckere Burritos mit Ei drin und Bacon drin und die Leute da waren
unheimlich nett, das war einfach himmlisch. Dann hatten wir bei Mr. Tacos, hatte ich Quesadillas, die waren richtig lecker mit handgemachtem Teig und das Fleisch, das zergeht richtig auf der Zunge, also war mega gut. Wenn man sonst runtergeht in Richtung Süden, also wenn man die Lagune immer weiter runter geht, kommt man dann irgendwann bei den Cenoten an. Aber an sich muss man halt aufpassen, wenn man wirklich ans Wasser will, dann sollte man eher auf die Restaurants zugehen, weil die haben diese schönen Stege, die perfekt sind für Instagram-Shots. Und es gibt ganz wenige offene Bereiche, um da wirklich was zu machen. Ja, deswegen werden wir uns morgen mal La Playista anschauen. Das soll eine Bar sein, die richtig geil ist und so ein Dschungelfeeling hat und gleichzeitig so einen Steg. Ich bin gespannt. Naja, wie versprochen sind wir heute Morgen los, haben uns eine Bootstour geholt bei Vendean de Ando. 800 mexikanische Pesos, nicht unbedingt billig. Dafür haben wir eine richtig kleine Gruppe bekommen, wir sind nur zu viert. Es war sehr schön ruhig, sie haben uns 3 bis 4 Stunden lang alles gezeigt. Also den Piratenkanal, also einen schönen engen Kanal, wo die Piratenschiffe früher durchgefahren sind. Da ist auch ein altes Schiffswrack, sieht mega cool aus. Ansonsten sind wir noch an der Vogelinsel vorbeigekommen, da sind momentan aber nicht viele Vögel. Und sie haben uns im Süden so einen Bereich gezeigt, wo man wirklich sehen kann, die 7 Farben, die 7 Töne der Lagune. Und da konnte man so schön schwimmen gehen, das ist so seichtes Wasser, das ist einfach Karibik-Feeling pur. Da ist ja auch fast die Karibik. Ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt, die Bootstour, sollte man auf jeden Fall machen, wenn man in Bacalar ist. Wir gehen jetzt zu unserem letzten Step, La Playita. Was eine Tour. Zum Abschluss, wie versprochen, sind wir noch im La Playita. Restaurant mitten an der Lagune. Wunderschöner Steg. Hier kann man so perfekt Fotos machen und Videos machen, wie ihr seht. Die Bar selbst ist natürlich super cool verwinkelt. Es fühlt sich an, als wäre man mitten im Dschungel. Das Essen ist super lecker und die Cocktails schmecken gut. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, der erste Teil hat euch gefallen. Mike, take over und sag Ihnen, was beim nächsten Mal kommt. Okay, in Teil 2 dann. Richtig. In Teil 2 verlassen wir den paradiesischen Süden und tauchen in den Urwald von Palenque ein, mit malerischen Wasserfällen und atemberaubenden Ruinen. Und wir schauen uns noch die Kolonialstadt Campeche mal genauer an. Ach ja, und vergesst nicht noch diese Videos anzugucken. Also das da oben zum Beispiel, das war mein Polentrip und das andere, das wird euch auch noch gefallen, oder? Okay, ciao.